Santa Fe ist eine der sehenswertesten Städte der USA, bereits 1607 gegründet und Hauptstadt von New Mexico. Wirklich ganz anders als alle anderen Städte, es gibt hier keine Hochhäuser. Hier sticht vor allem der Adobe-Baustil hervor. Traditionell sind die Gebäude in warmen Erdtönen gehalten und aus luftgetrockneten Lehmziegeln erbaut. Auch das Capitol Building. Es hat keine Kuppel und wird als Roundhouse bezeichnet. Das einzige Capitol Building in den USA mit Flachdach. Santa Fe hat Charme, südländisches Flair und eine ganz besondere Atmosphäre. Wir haben das Super 8 Motel zum Übernachten ausgewählt. Der Preis war akzeptabel und die Lage zur Historic Downtown super. Ansonsten nichts Weltbewegendes, aber sauber und vor allem freundlich. Eine gute Wahl für 1 bis 2 Nächte. Wir sind früh wach, ausgeschlafen und starten heute Richtung Albuquerque, unserem nächsten Ziel. Doch vorher machen wir noch ein wenig Early Bird Sightseeing. Wir haben Santa Fe fast für uns alleine. Zuerst fahren wir zur Loretto Chapel, eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Santa Fe. Die Kapelle wurde von den Loretto-Schwestern 1873 in Auftrag gegeben, daher der Name. Bekannt ist die Kapelle vor allem für ihre spiralförmige Wendeltreppe, die auch Wundersame Treppe genannt wird. Um diese Zeit können wir die Kapelle aber nur von außen betrachten, schade. Early Bird hat eben auch seine Nachteile. Weiter geht es zu dem angeblich ältesten Haus der USA. Angeblich, weil das ursprüngliche Baudatum nicht bekannt ist. Ein Großteil des Gebäudes stammt aber vermutlich aus der spanischen Kolonialzeit nach 1610. Das Gebäude wurde archäologisch untersucht und man kam zu dem Schluss, dass einige Mauerabschnitte charakteristisch für die Pueblo-Architektur sind und somit möglicherweise sogar vorspanischen Ursprungs. Heute ist erst Samstag, ich denke mal ganz Nee, ist Samstag. Schatz, alles gut. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Kein Besuch in einer Hauptstadt ohne einen Besuch, zumindest vor dem Capitol. Santa Fe ist die älteste Hauptstadt der USA und das heutige New Mexico State Capitol ist das einzig runde Capitol Building in den USA und bekannt als Roundhouse. Es hat keine Kuppel, sondern ein Flachdach. Ich kann da rein. Ach, da sind ja sogar Parkplätze. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht für uns. Ist ja wirklich klein und unscheinbar, Ja. ne? Wenn man an die anderen so denkt, ne? Ja. Im Nachhinein wundern wir uns, dass wir an diesem Morgen so ohne weiteres mehr oder weniger vorfahren konnten. Warum? Das wird sich später in Albuquerque klären.
Auch dass es gut ist, die Route 66 heute außen vor zu lassen, hat damit zu tun. Die wäre nämlich gesperrt gewesen. Weiter geradeaus auf der Old Santa Fe Trail. Jetzt ist es soweit. Ja, jetzt hören wir deutsche Musik, jetzt ist es soweit. Aber die kennen wir alle, ne? Ja. Mit so einer Musik bin ich aufgewachsen. Weißt Ja, du? die auch. I can't seem to lift my head straight. Wir nehmen also den Turquoise Trail für den Weg nach Albuquerque. Ein Scenic Byway, der immer wieder empfohlen wird. Zu Recht, wie wir feststellen müssen. Eigentlich war der Turquoise Trail für uns ein Zufall, führt er doch durch Madrid, New Mexico natürlich, nicht Spanien. Und da wollen wir hin. Sagt jemandem der Film Wild Hogs etwas? Der deutsche Titel ist Born to be Wild, saumäßig unterwegs. Da wurde einiges von in Madrid gedreht. Lohnt sich mal reinzuschauen. I can be with you wherever. Stay at home or in a foreign land. I can stay like this forever. 'Cause I got the world in my hand. Don't you worry about tomorrow. Let's stay up until the morning light. Let the sun take care of your sorrow. And I promise the kids will be alright. 'Cause we don't want them all stressed out, running for their lives. A game they play, 1,000 miles of sadness. I can be with you wherever. Stay at home or in a foreign land. I can stay like this forever. 'Cause I got the world in Heute ist Madrid ein Dorf mit knapp 300 Einwohnern. In den 1830er Jahren war Madrid eine Bergbaustadt, Kohle natürlich. In den späten 1940er Jahren ließ die Kohlenachfrage nach. 1954 wurde der Bergbau eingestellt. Die meisten Menschen zogen weg und Madrid wurde zur Ghost Town.
In den 1970er Jahren siedelten sich Künstler hier an und heute ist Madrid eine kreative Gemeinde mit Galerien, Geschäften, einem Museum und natürlich Gastronomie. Und trotzdem nicht allzu touristisch, aber sehr, sehr schön. Wildhox, hier war das, Ja. der Diner. Rechts abbiegen auf Bridge Road, dann erreichst du das Ziel. Müssen wir hier hätte mal parken müssen. Das Problem ist, du darfst hier nirgendwo parken. Soda Fountain Café. Ja, kannst du parken da auch, Leute. Mach ich jetzt auch nicht. Ja. Ja. Ja, das mal. Da bin ich wieder ins Auto zurück. Also mit? Ja. Auch. Parken, also haben wir da oben und haben wir da runtergelaufen. Das ist wahrscheinlich noch ein originales altes Haus. Ja, wahrscheinlich. Die sehen schön aus, ne? Mhm, der Kaktus. Da hinten. Hier vorne ist auch einer. Ne, ich meine da hinten, den anderen da. Ach, da oben, guck mal, die Schuhe. Da geht's zum Jurassic Plaza. Wir haben eine entspannte Zeit hier, genießen den frisch gebrühten Kaffee und die Gastfreundschaft bei Live-Musik im Java Junction.
Ein wunderschöner Start in den Tag. Madrid jederzeit wieder. And I took out the soap and bowl, sailed it even to the sea. Oh, I can hear my ancestors call. They were calling out to me, and I was drifting, 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 yeah. Oh, I see. Come to me with no religion, tell me that she don't believe in devilism. Talk about it, she don't want to listen. Tell me I must be mistaken. But you realize there's some things that I can't take back. It's good on the inside. All the time she's trying to free his soul, oh Lord, try to free his soul, oh Lord, she's freeing his soul, Lord, trying to free his soul, oh Lord, trying to free his soul, oh Lord, she's freeing his soul, Lord. Von Madrid aus wollen wir zum Sandia Peak, quasi der Hausberg von Albuquerque und über 3000 Meter hoch. Haben wir in Europa bisher nicht geschafft, also nehmen wir doch gerne unseren ersten 3000er hier. Weiter über den Turquoise Trail sollte es planmäßig zum Sandia Crest House hochgehen. Doch heute läuft ab jetzt gar nichts mehr planmäßig. Die Straße ist nämlich gesperrt, in der Gegend gibt es immer wieder Wildfire, kein Wunder bei der Hitze und der Trockenheit. Wir entschließen uns zu einer Gondelfahrt und die startet in Albuquerque. Eine halbe Stunde Fahrt und man ist auf 3000 Metern und die Temperaturen werden erträglich. Alright guys, welcome to the Sandia Peak Tramway. I'm just going to introduce myself real quick. My name is Justice and I'm over here in this back left corner if you can't see me. And yes, I said Justice like the Justice League, so if you guys do have any questions, please feel free to say my name or a superhero. It doesn't matter, it makes my day. Is it anybody's first time here on the trams today? Yeah. Alright, mine too guys. Yeah. Since we're starting off on our first tram ride together, we're starting off at an elevation of about 6,500 feet. If you
guys aren't used to it already, you won't be used to it at the very top. So drink lots of water while you're at the top, since it is about 10,400 feet of elevation. Whenever you guys are up there, like I said, drink lots of water, and I'm gonna keep repeating it because we have a lot of people who go ahead and pass out on top, and I don't want to have to give you oxygen. Other than that, please be safe up here on top of the mountain because, like I said, you will get a little dehydrated and it's kind of harder to breathe. Get ready for that final bump, guys. Don't say I didn't warn you. Let's hope that they treat you nicer. Alright, now that we got that final bump, guys, if you want to go ahead and look slightly in front of us to that left over there, you're going to see where it says Sandy Peak, 10,378 feet. That is our elevation. You guys will not. Thank you. Thank you. Ja. Ich hätte leider keine Meterzahl, ne? Hier oben sind angenehme 26 Grad und eine leichte Brise. Und man hat eine schöne Aussicht. Es gibt ein Restaurant, wer Lust hat, darf gerne hinabwandern. Mehr ist da oben leider nicht. Also nehmen wir die nächste Gondel wieder runter. Schade, dass du hier nicht viel machen kannst, großartig, ne? Ja. Das hat, glaube ich, auch der Robert gesagt, ne? Ja. Irgendwie kann das sein? Meine auch. Die Elefanten sind runterfahren. Das ist alles. So if any of you call for Uber, this is Lyft. But if you have both apps on your phone, I'll take you. All right, let's get in here. Man, it's nice up here. I was just down there, it's like 90 almost. It's really miserable down there. All right, guys, watch your step coming up, okay? It's scary to go up or down. Das ist immer ein bisschen links und rechts was, weißt du? Yeah, that's on this side. They used to call it TWA Canyon. But we had to change that. So, TWA Canyon, da ist damals die Maschine abgestürzt. Canyon. It's right here on this side. That happened in 1955, you know. An der Seite. What's that? On Wikipedia, they have Yeah. All right. Here we go, guys. Hey, welcome back. Don't have much to talk about because basically nothing hasn't changed since we've been up here. But if anyone has any questions, I'm going to Google them. So let me have them. Im Übrigen führt die Gondelfahrt über den TWA Canyon, wie der Bereich genannt wird. Hier stürzte am 19. Februar 1955 TWA Flight 260 um 7:13 Uhr morgens mit 13 Passagieren und 3 Besatzungsmitgliedern an Bord ab. Niemand überlebte. Je nach Lichteinfall kann man teilweise noch Trümmerteile erkennen, die am Berg belassen wurden. Die Absturzursache wurde nie so ganz geklärt. Mine about Can you see? 10 seconds. Yeah, you can see some of the wreckage. Oh, you can see. No, I've seen it. Yeah. Just remember, folks, this happened back in the 50s. So, you know, you can wiki in what it is. But it happened in 55. Right down here in the valley. Ein Stück vom Wrack. Kein Stein. Du erkennst es nur als Stein, es sieht aber, guck mal hier unten, da vorne. Erkennst du? They're all manual. Das meinst du? Ja, ja, sag dir genau. And it was off. Das sind Steine. It was showing him that he was more over to that side. Ja, mittlerweile. 9,500 feet.
waiting for Biden to show up. He's coming in. Is he really? I hear Santa Fe is going to be a mess. I hear if you're on I-25, it's going to be a pain. Manchmal sollte man doch etwas genauer hinhören, wenn sich Leute unterhalten. Macht man aber nicht, also konnten wir uns aus Bruchstücken nicht viel zusammenreimen. Der Gondelfahrer erklärte nämlich, dass er jedem Tourist raten würde, sich Santa Fe anzusehen, außer heute. Warum, konnten wir uns nicht erklären. Auch dass mal der Name Biden fiel, machte uns nicht wirklich stutzig. Jeder redet schließlich mal über Politik. Have 16 candles. No, you're not, and you can't do someone else with some Yeah. glow on the All right, guys, be safe. Thanks so much for joining us today. Thank you. Come back October 1st. Balloon. Nee, da. Diese? Naja, die Höhe, also die Aussicht hat es ja wieder halt. Wir haben einen 3000er und können sagen, wir haben einen 3000er in den USA gemacht. Rechts abbiegen auf New Mexico 556 West. Ja. Und dann nahm das Chaos seinen Lauf. Wir wollten ursprünglich erst ins Hotel, um dann die Route 66 Sehenswürdigkeiten um Albuquerque herum abzuklappern und dann den Abend in der historischen Altstadt ausklingen zu lassen. Und dann kam die erste Straßensperre. In alle Richtungen außer zurück. Unterwegs durften wir sehen, wie schnell ein Wildfire entsteht. Da war vor einer Viertelstunde noch nichts. Umwege in den USA können sehr lang sein. Dieser wurde sehr, sehr lang, vor allem zeitlich. Richtung Innenstadt wurde der Verkehr immer mehr. Okay, samstags, dachten wir. Mittlerweile zeigte unser Navi, dass sämtliche Wege Richtung Motel gesperrt oder voller Staus sind. Also umdisponiert, der Campground an der Route 66, wo wir sowieso wieder einen Stempel für unseren Passport abholen wollen, scheint erreichbar. Wir fahren, oder besser stauen, uns weiter Richtung Interstate. Und immer wieder Straßensperren. Was ist los in Albuquerque? Also langsam wurde das Ganze etwas suspekt. Dann lief der Verkehr zügig, uns fiel aber auf, dass die komplette Gegenspur leer war. Da muss sicher ein großer Unfall passiert sein, deshalb die ganzen Sperrungen, aber so weitläufig. Und dann sehen wir die ersten Blaulichter, aber die stehen nicht, die Fahrzeuge kommen auf der Gegenspur auf uns zu. Und dann fallen uns die Augen aus dem Kopf. Eine riesige Eskorte, dazwischen immer wieder große schwarze Wagen, Limousinen, Krankenwagen, Feuerwehr. Ladies and Gentlemen, the President of the United States. Da durchkreuzt gerade kein geringerer als der sogenannte mächtigste Mann der Welt einfach unseren so sorgfältig ausgearbeiteten Tagesplan. Holla die Waldfee, damit hätten wir nie im Leben gerechnet. Somit machen die Bruchstücke der Unterhaltung in der Seilbahn Sinn. Wie wir später herausbekommen haben, landete Biden in Albuquerque und fährt nach Santa Fe ins Capitol. Es geht um die vielen Wildfire.
Ein Wunder also, dass wir heute Morgen so einfach dorthin konnten. Es war dort alles zugänglich, nichts gesperrt. Die Strecke, die wir nach Albuquerque gefahren wären, wenn wir die Route 66 genommen hätten, war wegen der Eskorte gesperrt. Gut, dass wir uns gestern Santa Fe angesehen haben. Dort soll es mehr Sperrungen und noch mehr Chaos gegeben haben wie in Albuquerque. Die armen Menschen, die hier in diesem Stau bei der Hitze stehen, tun uns wirklich leid. Hoffentlich löst sich der Verkehr bald auf. Und nach all dem, sagen wir mal, präsidentiellen Chaos sind wir wieder da, wo wir die ganze Zeit hinwollen. Auf der Route 66. Auf Umwegen, ja, aber immerhin. So viel zum Thema Theorie und Praxis. Glaubt mal, ab dem Tag haben wir vorab geschaut, was am nächsten Ziel bzw. auf dem Weg dorthin wieder los sein könnte. An diesem Campingplatz haben wir es fast bereut, ein Hotel gebucht zu haben. Diese wunderschönen alten Wohnwagen hätte man für eine Nacht mieten können. Camperherz, was willst du mehr? Der Besitzer war übrigens süß. Voller Stolz erzählte er uns, dass sein Vater vor vielen, vielen Jahren in Deutschland war und auch einen Roadtrip auf der Autobahn gemacht hat. Auf unsere Frage, auf welcher denn, war er etwas überrascht. Na, auf der Autobahn war seine Antwort. Nachdem wir ihm erklärten, dass die deutsche Autobahn in den USA mit den Interstates vergleichbar sei, brach er in schallendes Gelächter aus. Er selbst war noch nie in Deutschland und sein Vater hätte jedem so stolz erzählt, dass er in Deutschland die Autobahn gefahren sei, dass jeder denken musste, es ist genauso eine historische Straße wie die Route 66. Ja, solche Anekdötchen gehören auch zu unserer Reise und machen sie so einzigartig. Wir werden herzlich verabschiedet und dann machen wir uns auf das letzte Stück für heute. Unser Motel ganz in der Nähe der Historic Old Town Albuquerque wartet auf uns und ganz ehrlich, für heute haben wir die Nase voll vom Fahren. Noch ein Foto bitte. Albuquerque ist der Drehort der Serie Breaking Bad. Im Hinblick auf unsere Reise haben wir versucht, mal reinzuschauen, aber nach 1,5 Stunden aufgegeben. Nicht unser Genre. Aber Albuquerque lebt damit. So ist es kein Wunder, dass uns die Serie immer wieder begegnet. Das war ja schon, guck mal. Ach, wie schön. Oder? Mhm. Also es gefällt mir von der Altstadt her ein bisschen besser Wie Santa Fe, ne? wie Santa Fe, ja, muss ich sagen. Dann ist auch schon wieder Schluss, ne? Jo. Hier ist ja, ich meine, es ist schön anzuschauen, aber unbedingt hier sitzen muss ich auch nicht. Mein Schatz. Den Unfallstellen. 1706. Albuquerque hat eine schöne, kleine, historische Altstadt, fast noch ein wenig schöner als Santa Fe, aber nur ein bisschen. Historic Old Town war das erste Viertel in Albuquerque, über 300 Jahre alt und heute noch so ziemlich der Dreh- und Angelpunkt. Man kann hier wirklich entspannt bummeln und wir haben uns viel Zeit gelassen. Ich guck mal eben hier rein. Ich finde das so niedlich. Beer Tasting in Albuquerque. Es war windig, aber ziemlich warm und uns war nach einer Abkühlung.
Da wir uns für keine Sorte in der kleinen Brauerei entscheiden konnten, machten wir einfach ein Biertasting. Lecker und erfrischend, die lokalen Biere sind wirklich zu empfehlen. Aber was ist das? Wie eine Birne oder so. Pineapple. Pineapple Cider. Ich wollte erst Ananas sagen. Ja. Doch, Schatz, erst aber ich denke, das kann kein Ananas sein. hab Dachte ich mir probiert? das. Peach. Hm? Peach. Pfirsich. Das Rest. Ja, du sollst ja nicht verraten. Ich wollte ja auch probieren. Du sollst nicht verraten. Die beiden wissen wir jetzt. Okay, Pfirsich, Ananas. Das ist lecker. Ja, ich wollte. So, jetzt probiere ich das. Und du guckst auch nicht drauf. Ne, du weißt es ja schon. Ich weiß nicht mehr, welches ist. Feige? Das ist ein Hefeweizen. Ne? Was denn? Ja, ist egal. Lass mal noch offen. Das sieht mal so nach Tequila-mäßig aus. Nein. Mit einer Limette. Das ist ein IPA. Das ist ein spanisches Bier. Ja, Kaktus. Das ist das hier, Cerveza. Mexican Inspired Lager. Ein Wüstenfrosch. Ach nee. Nee, Marlboro. Da. Also? Lecker. Also so ein IPA-Geschmack, oder? So, jetzt deck mal auf da. Ich will das zweite wissen. Das da. Deutsches, sage ich doch. Hefeweizen. Aber Kölsch soll es sein. Kölsch ist das. Ach du Jemine. Die müssen wir hier rausschneiden. So Mist, ne? Schon. Leider hat Albuquerque nicht den allerbesten Ruf und auch unsere Gastgeberin im Motel meinte, es ist zwar eine sichere Gegend, aber es ist immer besser vor der Dunkelheit zurück zu sein, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Nob Hill mit all den Neon-Signs ist am Wochenende sowieso nicht befahrbar und das Chaos heute Mittag hat uns geschafft. Also, husch husch ins Bett, morgen geht es weiter nach Gallup, New Mexico. Aber dazu mehr in Episode 20. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasse keinen Tag von der Reise unseres Lebens. Route 66, the trip of a lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week.